Hallo und herzlich willkommen zurück bei Asien Vibes. Wir sind gerade in Malaysia auf der Insel Penang und wir zeigen dir die faszinierende Stadt Georgetown, nehmen dich mit zum Penang Hill und danach geht's noch zum Kek Lok Si Tempel, der größten buddhistischen Tempelanlage in Malaysia. Also viel Spaß und los geht's! Wir starten unseren Rundgang durch Georgetown an der Kapitan Keling Moschee. Ein genialer Einstieg, denn direkt am Tor wurden wir von einem Einheimischen unglaublich herzlich empfangen. Die Moschee wurde vor über 200 Jahren von indischen Händlern gegründet und ist ein echtes Wahrzeichen der Stadt. Weiter geht's zum Hanyang-Tempel. Schon am Eingangstor wirst du von ziemlich grimmigen Tempelwächtern begrüßt. Auch wenn die Anlage eher unscheinbar wirkt. Die Restaurierung war handwerklich so perfekt, dass sie sogar einen UNESCO-Preis bekommen hat. Der nächste Kontrast lässt nicht lange auf sich warten. Der Sri Mahamariamman-Tempel. Schon von der Straße aus ist der Eingangsturm mit den unzähligen bunten Götterstatuen absolut beeindruckend. Leider durften wir im Inneren nicht filmen, aber genau deshalb lohnt sich der Besuch erst recht. Zieh die Schuhe aus und schau dir diese farbenfrohe Hindu-Welt am besten selbst an. Weiter geht es zum Goddess of Mercy Tempel. Das ist der älteste chinesische Tempel in ganz Penang. Er ist der Göttin der Barmherzigkeit gewidmet und du merkst sofort, hier ist immer was los. Der Innenhof ist voller Rauch von den vielen Räucherstäbchen. Ein sehr lebendiger, fast mystischer Ort. Danach stehst du plötzlich vor der St. George's Church. Das ist die älteste anglikanische Kirche in ganz Südostasien. Mit ihren strahlend weißen Säulen und dem grünen Rasen wirkt sie unglaublich majestätisch. Dann biegen wir in die berühmte Love Lane ab. Früher haben reiche Händler in diesen Häusern ihre Geliebten versteckt. Heute findest du hier stattdessen pittoreske Gassen und wunderschöne rustikale Ladenhäuser. Genau hier sind wir für eine kleine Auszeit im Journal Georgetown gelandet. Dieses Café ist echt ein Erlebnis für sich. Total verwinkelt und es gibt im Inneren sogar kleine Ladengeschäfte zu entdecken. Eine geniale Atmosphäre, um wieder Energie zu tanken. Frisch gestärkt geht es weiter zum Hainan Thean Hu Tempel. Dieser Ort ist der Meeresgöttin gewidmet und hat eine ganz besondere Aura. Früher haben die Seefahrer genau hier für eine sichere Überfahrt gebetet. Die Architektur ist absolut sehenswert. Achte besonders auf die wahnsinnig detaillierten Steinmetzarbeiten und die Drachensäulen. Jetzt wird es bunt. Wir sind in der Armenian Street angekommen, dem kreativen Herzen der Stadt. Hier wird Georgetown zur lebendigen Leinwand. Überall verstecken sich Street-Art-Motive, die du bestimmt schon mal auf Fotos gesehen hast. Hinter jeder Ecke wartet ein neues Bild, oft sogar mit echten Gegenständen wie Fahrrädern, die direkt in die Malerei eingebaut sind. Es macht einfach Spaß, hier auf Entdeckungstour zu gehen. Versteckt in den Gassen liegt der Leong San Tong Ko Kun Si, ein absolut prächtiger Clan-Tempel mit Museum. Da kommerzielles Filmen leider komplett verboten war, können wir dir nichts zeigen. Dieser Stopp gehört aber definitiv auf deine Liste. Zum Abschluss geht's ans Wasser zu den Clan Chetties. Das ist eine ganz eigene Welt. Komplette Siedlungen, die auf Stelzen ins Meer gebaut wurden. Du läufst hier über Holzplanken direkt an den rustikalen Häusern vorbei.
Am bekannten Choo Chetty findest du viele Souvenirs und Restaurants. Aber es lohnt sich, danach noch ein Stück die Uferstraße weiterzulaufen, zum Heanbo Thean Kuan Yin Tempel. Das ist ein wunderschöner taoistischer Tempel, der dir obendrauf noch einen genialen Meerblick bietet. Wenn in Georgetown die Sonne untergeht, fängt das Leben erst richtig an, vor allem kulinarisch. Wir sind hier in der Kimberley Street. Die Auswahl an den Ständen ist einfach gigantisch. Penang gilt nicht umsonst als das vielleicht beste Streetfood-Pflaster in ganz Asien. Danach sind wir noch durch Little India gelaufen und hatten riesiges Glück. Wir sind mitten in eine Prozession mit Trötenspielern und geschmückten Ochsen geraten. Genau solche Momente machen diese Stadt so besonders. Für den nächsten Ausflug lassen wir die Stadt unter uns. Es geht auf den Penang Hill. Mit der Standseilbahn fährst du extrem steil den Berg hinauf. Das allein ist schon ein Erlebnis. Oben angekommen merkst du sofort, wie viel angenehmer und frischer die Temperaturen sind. Dazu gibt es diesen Wahnsinnsausblick über Georgetown und das Meer. Ja, nach der steilen Seilbahnfahrt hier hoch zum Penang Hill sind wir jetzt am Highlight angekommen, dem Habitat. Ja, hier bezahlt man nochmal 60 Ringgit Eintritt pro Person. Dafür kann man aber auch einen der ältesten Urwälder hier in der Region erkunden. Wenn du schon hier oben bist, führt eigentlich kein Weg am The Habitat vorbei. Du läufst hier über eine spektakuläre Brücke mitten durch den Regenwald. Die Artenvielfalt in diesem uralten Dschungel ist riesig. Kleiner Tipp: Komm am besten ganz früh oder gegen Abend. Dann hast du die besten Chancen, die riesigen Flughörnchen und Languren zu entdecken. Das absolute Highlight ist dann der Curtis Crest, eine Plattform mit einem 360-Grad-Blick, der einfach unschlagbar ist. Wieder unten angekommen wartet direkt das nächste Highlight, der Kek Lok Si Tempel. Das ist der größte buddhistische Tempel in ganz Malaysia und er ist wirklich riesig. Du kannst dich hier stundenlang verlieren. Es gibt unzählige Hallen, bunte Gärten und die beeindruckende Pagode der 10.000 Buddhas. Den besten Blick hast du aber von ganz oben bei der gigantischen Kuan Yin-Statue. Die Anlage ist so weitläufig, dass du für das letzte Stück sogar einen kleinen Schrägaufzug nehmen musst. Ja, Georgetown in Penang hier. Eine der coolsten Städte für uns von ganz Südostasien, muss man einfach sagen. Der Flair hier ist total besonders. Diese Mischung der verschiedenen Kulturen ist der absolute Wahnsinn. Die indische Kultur, die malaiische Kultur, dann die chinesischen Einwanderer. Das spiegelt sich auch im Essen wider. Das Essen ist für uns, obwohl wir das Thai-Food ja lieben, eins der besten, wenn nicht das Beste in ganz Südostasien. Indische Currys, malaiische Currys, das chinesische Essen, wirklich der absolute Wahnsinn. Die guten Chongqing-Nudeln, ein Traum. Ja. Ja, also wir können jedem definitiv, der vielleicht mal ein neues Ausflugsziel hier in Südostasien sucht oder mal in Malaysia ist, auf jeden Fall Penang, Georgetown, wärmstens ans Herz legen.
Ja, und wenn man natürlich in Penang ist, dann sollte man hoch zum Penang Hill. Also es ist total spannend, da mit der Standseilbahn da hochzufahren. Von oben hat man einen ganz tollen Blick auf Georgetown und die Küste. Und es ist super tropisch da, also auf jeden Fall eine Empfehlung von uns. Ja, der Kek Lok Si Tempel ist auch total beliebt bei den Buddhisten. Also viele pilgern dahin. Ist auch sehr interessant, also super verwinkelt. Macht total Spaß, durch die verschiedenen Tempel zu laufen. Und weit oben, wo der große Buddha steht, von dort aus hat man auch eine total coole Aussicht. Und in Malaysia ist immer besonders cool, die Grab- und Taxifahrer, die sind immer ziemlich offen und haben immer viel zu erzählen. Und unser letzter Grab-Fahrer, der hat uns jetzt noch den Tipp gegeben, mal zum Feringi Bay zu fahren. Wir verlinken den Standort in der Videobeschreibung. Und das ist hier eine Beach Area in Penang, also man kann hier auch noch Strandurlaub machen. Hier gibt es auch viele Beach-Aktivitäten zu tun, zum Beispiel Parasailing, Jetski fahren oder halt einfach am Strand liegen. Es gibt auch Liegen hier und viele Cafés und auch Kneipen. Abends soll es hier richtig abgehen. Also hier gibt es auch Feuershows und so weiter und so fort. Jetzt haben wir leider keine Zeit, das jetzt noch mitzuerleben. Aber wenn du nach Georgetown vielleicht noch 2-3 Tage Beachurlaub machen kannst, kannst du das hier auch ohne Probleme machen. Ja, und wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Lass gerne mal einen Kommentar, einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.